Teil 2, diese Spindel mit den Schwalbenschwanz-Einstich, ist heute dran. So, ich will noch den Einstich mir ein bisschen genauer bemaßen, wobei ich es nicht komplett durchbemaße, aber ich will die hintere Breite. Das heißt, vorne ist es ja schon mit 2,5 mm Breite bemaßt, aber ich weiß die Breite hinten nicht, sondern nur die Winkel. Ja, 4,726 bis in die Spitzen. Hier einmal die Breite. Die Abstände von vorne. Ja. Und 7,334. Okay. Ja, werde ich jetzt hier nicht zu viel Zeit dran verbringen, sondern ich werde es erstmal versuchen, so einfach wie möglich zu programmieren. Wenn er dann da Faxen macht, die Steuerung, und ich das noch detaillierter machen muss, dann gehe ich halt hier nochmal hin. Ja. So, also, wir haben außen Maximaldurchmesser 26. Mein Rohmaterial hat 26. Das kommt hier schon mal drauf. So, ob ich da jetzt gleich einen ganzen Meter absäge oder mehr oder weniger, das rechne ich dann gleich aus. 26. Oh, ich habe es mir endlich gekauft. Mein Gott, jetzt hatte ich hier 6 Jahre oder was keine 26er Spannzange. Das hat mich so oft abgenervt. Irgendwas jetzt zuletzt, was ich auch gepostet hatte, war das dann auch, dass ich dann auf Futter umbauen musste. So nervig. Da ist er. So, Spannzange haben wir. Rohrreduzierung 27 habe ich nicht. 31. Was habe ich hier drin? Sieht gut aus. Nee, 26 glatt, 50er. Da werde ich 31 nehmen. So, das bestimmt dann schon mal, nehme ich die Rohmateriallänge. Da brauche ich keinen Meter sägen. Wenn ich da ein bisschen Drehzahl drauf geben will, schlackert mir das Teil nur durch die Gegend. So, ich bin noch ein bisschen am Überlegen, ob ich die Mantelflächenbohrung auch jetzt auf der ersten Seite machen soll. Denn durch die entsteht für mich eine deutlich höhere Ausspannlänge. Ich muss dann ja nämlich ein angetriebenes nehme. Ja, so nah dran. Ja, okay, das ist jetzt ein 8,2er, ein 3,2er Bohrer, ein 3 mm Bohrer. Der wird ja nur so kurz sein. Das heißt, ich muss damit rechnen, dass ich den Abstand von hier bis zur Bohrermitte brauche. Ja, und das sind dann schon, nicht 30. Also 30 mm muss ich weiter ausspannen. Wir haben so schon 115 mm, die ich ausspannen muss, um das Teil noch abzustechen. Ja, okay, also Plan drehen, Zentrierung setzen, lang ausspannen und mit Reitstock arbeiten. Außen alles fertig machen und dann die Bohrung setzen. Ja. Einzige, was ich jetzt noch kurz am Überlegen bin, ist, ob ich die Bohrung schon setze, wenn ich es noch kurz eingespannt habe. Was mich dabei ein bisschen stört, ist, dass hier vorne die Bohrung hat einen Durchmesser von 10. Hier der Außendurchmesser, der erste ist 12. 1 mm nur Wandung. Und dann presse ich da meinen Reitstock gegen. Das ist ein bisschen scheiße. Und ich komme hier auch nicht mehr vernünftig. Also die Zentrierspitze von der mittellaufenden Zentrierspitze wird dann hier auch schon viel näher kommen und eventuell stören. Nein, ich mache die Bohrung nicht jetzt in der kurzen Ausspannung. Ich mache es, wenn es lang ausgespannt ist, ja. Also kurz ausspannen, Zentrierung setzen, lang ausspannen, Reitstock vor, Außenbearbeitung, Reitstock weg, Bohrung setzen, abstechen. Fertigteil. So, dann fangen wir mit dem Schrupper am besten mit dem DC an, damit ich da gut reinkomme vorne, wenn der Reitstock da ist. So, dann nehme ich mir eine VBMT 02er Radius zum Schlichten. Ich bin ein bisschen verschnupft, also wenn Stimme oder so, das Ton ein bisschen anders ist, Pech gehabt. Gewinde. Haben wir M16 mal 1,5, haben wir hier die 1,5. Da habe ich mir immer, die sind alle fest eingespannt mit dem passenden Unterlegplatten. Der ist jetzt zum Beispiel auf M10 ausgelegt mit der Unterlegplatte und der Platte. Das habe ich dann hier für die Steigung 1, 1,25, 1,5, 1,75 und 2 mm, beziehungsweise den 2 mm, den benutze ich so ein bisschen als Freier. Der darf alles machen und da wechsle ich dann die Unterlegplatten und Dings immer. Aber ansonsten wird man bekloppt, finde ich, bei den Gewinnen, wenn das nicht alles so hat. Dann brauche ich noch den 3 mm Bohrer. Hartmetall. Hier habe ich natürlich einen schönen Blauring für VA.
Nur der wäre länger. Naja, auf die 2-3 Millimeter wird es wahrscheinlich nicht auch drauf ankommen. Nehmen wir den. Achso, nehme ich gleich eine 6er Spannzange mit. Und jetzt kommt der spannende Teil. Ich hatte von meiner Idee mit den Standard-Werkzeughaltern im ersten Teil erzählt, wo ich dann einfach nur eine schräge Bohrung reinmachen wollte. Das war auch, deswegen hat es jetzt ein bisschen länger gedauert. Nicht nur deswegen, aber auch. Das war letzte Woche schon einmal fertig und dann auch wieder nicht. Ich habe es dann nämlich ausgepackt, hatte mich extra mit meinem Fräser da zusammengesetzt, wie wir es machen, dann wie das so ist. Ich habe nichts aufgezeichnet, wir haben uns missverstanden. Und er ist halt reiner Fräser, ne? Das heißt, er kann mit diesen VDI-Aufnahmen wirklich einfach gar nichts anfangen. Der weiß nicht, wo die reinkommen, wie die aussehen, wo die hinkommen. So, jetzt kommen die ja hier rein. Und ich wollte dann ja hier so eine Bohrung, wo das dann reinkommt. Pack die Halter aus und es ist ein Loch drin. Und ich schreibe gleich meinem Fräser, du, ich habe keinen unteren Revolver. Das wird nicht gehen. Hier. Da oben ist halt kein Futter. Das heißt, das nutzt mir dort nichts. Das Werkzeug muss ich ihm wieder mitgeben. Dann gleich 2 Tage später, glaube ich, hatte ich die Dinger schon wieder auf die andere Seite gesetzt. So, und das war jetzt auf jeden Fall ja meine Idee. Noch nicht getestet, eben erst ausgepackt. Da passt jetzt der Horn B105 Halter rein. Ich kann den hier mit der Schraube fixieren und möchte dann so den Einstich erst vorstechen. Einfach mit einer XZ-Bewegung. Und wollte ja ursprünglich meine Idee, das mit kleinen Hornpikos, so mit dem wollte ich das lösen. Aber der Abstand von hier bis zur Schneide sind nur 0,4 mm, was der hier überwinden kann. Hat vorne aber schon die Breite des Einstichs von 2,5 mm. Mein Plan war es, eventuell hier so viel wegzuschleifen, bis ich das alles überwunden bekomme. Aber das wird schon brutal filigran. Und vor allem haben wir hier, was haben wir hier zu überwinden? Das ist jetzt natürlich bis in die Ecken und ich verrunde hier noch. Da geht nochmal was weg. Das müsste ich gleich eigentlich noch einmal messen. 4,726 minus die 2,5. So, wir haben hier einen Unterschied in der Breite von 2,226 durch 2 mm. Also haben wir ja etwas, also 1,1 mm pro Seite, die wir überwinden müssen. Ich müsste jetzt hier noch 6 Zehntel wegschleifen von 1,85. Aber vielleicht komme ich noch dazu, aber das ist definitiv nicht mehr meine erste Wahl als Lösung. Erstmal mega geil, wie viel Resonanz in den Kommentaren kam, wie viele Lösungsvorschläge, Ideen, Gedanken. Und einer hat mich auch draufgebracht auf die Firma Thinbit aus Amerika. Leider verkaufen die hier nichts, haben hier keinen Vertrieb. Die haben genau so einen Halter. Ne? Die haben dann genau einfach einen normalen Stechplattenhalter mit den 60 Grad schon und einer Schwalbenschwanzplatte. Zunächst mal mir der Kollege angeboten, mir das mal zuzuschicken. Werde ich das auf jeden Fall so lösen. Und viele haben auch geschrieben, dass ich mir doch da einfach was selber schleifen soll und ich glaube, darauf läuft es jetzt tatsächlich hinaus. Ich habe mir von Anfang an als Backup solche Axialstecher von Horn bestellt. Die sind 3 mm breit, können tief genug auf jeden Fall rein. Und ja, dann schleife ich mir die jetzt einfach am 24 Grad an der Diamantscheibe, rechts, links, so weit runter, bis ich vorne halt noch die 2,5 Grad habe. Hinten noch die, also saß ich vorne, nee, der ist ja scheißegal. Mit dem steche ich nur rechts, links. Also den bereite ich mir so vor, dass der die rechten und linken Flanken macht. Und weil der jetzt aber zu breit ist für die 2,5, habe ich noch die Horn einen in schmal. 1,5 oder so. Warum habe ich hier nur einen? Ah, gut. Da ist der zweite. So. Wie rum muss ich das denn jetzt dann hier so spannen? Ja, das ist schon richtig so. Ist noch nicht ganz drin, aber trotzdem. Ich finde das Werkzeug schon lustig. Ja, das wird geil. Geil wird das. Okay, dann brauche ich jetzt noch 4, 5 locker. Ja, dritte Aufnahme sollte dann eigentlich wegfallen. Innen in Graten, den spanne ich nie aus. Hier, der kann raus.
Bisschen tricky, die hier hinzubekommen. Ja, das so kommen. Das haben wir. Stecher, kurz erreicht. Kommt gleich noch eine Stahlplatte drauf, schräg. Ja, bohren. Was haben wir denn hier dann noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles, was vorne arbeitet, nah am Reitstock, möchte ich auf dem äußeren Platz haben. T2, T4, T3 also. 2, 3, 4. Die sind, glaube ich, scheißegal. 5, 6. So, 5, 6. Der kann dann auf 1. Das wird eng. Hier haben wir nämlich auf 11 den angetriebenen. Ja, gucken. Okay. Manchmal muss ich es auch einfach erstmal im Revolver sehen, wie es dann aussieht. Und jetzt bohren. Zentrierer. 6-3er würde ich sagen, wird reichen. Haben wir. Ne, jetzt muss ich mal 10er Bohrer suchen. Ich möchte dann mit einem Vollhartmetall so tief wie möglich vorbohren und den Rest mache ich mit dem HSS-Bohrer. Ja, noch eingespannt. Am Anfang mit so Billig-Spannzangen angefangen, also No-Name-Spannzangen. Inzwischen kaufe ich nur noch die von Fario mit besseren Rundlauf. Viele GR25 oder Spannzangenfutter haben hier innen drin noch Schrauben. Jetzt gucke ich mal, ob ich die noch. Wahrscheinlich ist es selber auch eine M10. Ne, eine M12. Super. Dann geht das nämlich daran vorbei. Ich kann den Bohrer weiter einspannen. Ja, besser. Und dann habe ich alles. Okay, dann habe ich die Halter soweit fertig vorbereitet. Dann geht es jetzt daran, die passenden Platten einzuspannen. Fangen wir hier mal in der Reihenfolge auch an, wie es eingebaut wird. Ich habe gesagt, T1 wird der. Ich baue hier erstmal aus. So, alte Werkzeuge weg. Braucht man nicht. Das einölen. Fangen wir an. T1. So, nehmen wir Abstechplatte 3 mm. Die hat dann die passende Schräge. 5 Grad, glaube ich. T1. Ah, jetzt, ich weiß schon welche Spannschraube. Hier, guckt euch diese Torx-Schraube an, diese Wendeschneidplattenschraube. Wie lange geht's denn bitte? Ich will die ständig kürzen, aber dann bin ich doch zu faul. So, da hatte ich jetzt drauf so eine Zermet-Platte. Finde ich ja ultra scheiße, aber für manches sind die gut. Gestern bei so einer Werkzeugstahlgeschichte waren die geil. Ja, also werde ich diese hier nehmen. T2. T3 brauche ich nichts machen. Dann T4 ist schon das passende drauf. Aber so wie ich das sehe, ist das ein 0,4er Radius. Also ist doch nicht das passende drauf. Hier habe ich den noch als 0,2 angelegt. Zack, fertig. Gucke ich nur, ob die Schneide noch gut ist. Jo, top. Okay, keine Ausbrüche, keine Aufbau, Schneide oder sonstiges. T4. Nee. Nicht so leicht da reinzukriegen. Ja, gut, dass ich weiß, dass es schon drin war. So. Bisschen ruckeln, dass der dann wirklich diese Schraube auf der Spannfläche sitzt und damit das Werkzeug dann auch gerade. Was war das jetzt? Ach, war nicht drin. Passt. Horn ist immer IP, nicht Normal-Torx. Da haben die uns Fertigern auch was Nettes mitgetan, das nochmal zu unterscheiden.
Ich bin richtig gespannt, wie das funktioniert. Ich sehe gerade, schade, ich muss den noch weiter reinkriegen. Sieht man da, dass der noch eine kleine Lücke hat. Da wird das Wasser zwischenschießen. Ich möchte gleich eigentlich den hier öffnen und dass das Wasser dann dadurch kommt. Ich muss doch noch gucken, ob das weiter reingeht. Ich nehme mal den hier lieber raus dafür, nicht, dass da noch was passiert. Nein. Schade. Egal. Ach, ich werde das sowieso so langsam fahren. Ich schiebe sowieso auf meinen Fräser. Gucken, ob ihr den dann in den Kommentaren erkennt, wenn der da rumheult. Grüße. Hier dieselbe Scheiße. Also so ein Fräser. Nee, habe ihn auch ganz klar gesagt, dass die noch relativ weit rausgucken sollen. Das ist jetzt ein bisschen zu weit. Ich wollte so, dass der Kopf hier so gerade eben noch dran vorbeikommt. Ist aber auch komplett egal. Den muss ich ja gleich noch schleifen. Gar keinen Bock drauf. Ich habe eine richtige Drecksdiamantscheibe. Egal. Zentrierer, VHM, HSS. Oh, der hat gerade erst gute Arbeit geleistet, der Bohrer. Was hat er jetzt gemacht? 2700 Bohrungen hat er jetzt letzte Woche gemacht. Jetzt gucken wir uns den an. Ja, geht noch voll klar. Was sagt das? Ich viel zu wenig Gas gegeben habe. 8,2. Aber ach, guck, der wird nämlich nicht mit da oben drüber kommen. So müssen wir circa. Also ist nur die Mutter. Und das, was hat die? 32? Nein, 42. Gut. Ein bisschen die Kühlung dran. So. Haben wir's. Dann. Bam! Stimmt, ich muss mir so wie Titans da sowas angewöhnen. Ne? Immer Bam! Der macht ja immer Boom. Boom. Dann kann die Scheiße hier auch raus. Oh. Späne vom Hart drehen. Oh, die sind immer so schön weich. Sollte man sich ins Kissen füllen. Oh. Schlafen. Mir ist eingefallen, dass unter den Kommentaren bei YouTube hat mich einer empfohlen, mich auf Immobilienmakler umzuschulen. Dauert nur 2 Wochen und kann man ganz viel Geld im Monat verdienen. Ich tue das hier nicht fürs Geld. Also das kommt nebenbei, aber ich muss was machen, was echt ist. Irgendwas produzieren, am Ende was in der Hand zu haben, das ist so geil, dass ich weiß nicht, welche, die das nicht gemacht haben, können es vielleicht nicht nachvollziehen, aber würden sie es machen, würden sie es, glaube ich, auch fühlen. Etwas Kaputtes wieder zum Leben zu erwecken, es zu reparieren oder etwas aus einfach einen rohen Klotz, etwas Echtes zu erschaffen, was Richtiges kann, vielleicht jemanden weiterbringt oder so. Das ist geil, das ist richtige Arbeit. Keine Frage, das andere muss es auch alles geben, aber komplette falsche Ansprechpartner bei mir als Empfehlung.